Was ist der Tod? Also ich glaube, jeder hat da eine eigene Definition für. Für viele ist der Tod mit etwas Endlichem verbunden, für die meisten wahrscheinlich sogar. Der Tod ist ein Teil des Lebens wie die Geburt, wie das Leben und für mich auch der Grund, um zu leben. In erster Linie tatsächlich eine Motivation zu leben und da vielleicht auch direkt das Gegenbeispiel, was wäre, wenn der Tod nicht da sein würde? Würde man morgens aufstehen, würde man Ereignisse suchen, Menschen suchen, die einen gut tun, würde man sich Ziele setzen, neue Erfahrungen machen, wenn man nicht bewusst oder unterbewusst wissen würde, dass der Tod da ist. Und für mich ist es tatsächlich so, und das ist vielleicht sehr hart, weil viele Menschen einfach auch die Auseinandersetzung mit dem Tod scheuen und darüber nicht reden wollen. Für mich ist es tatsächlich so, dass das eine Motivation ist und dass ich mir auch häufig sage, und das ist ein sehr, sehr harter Satz, du wirst sterben und du hast eine begrenzte Zeit. Um da nochmal den Vergleich mit der Unsterblichkeit zu machen, was für einen Grund hätte man eigentlich zu leben, wenn man nicht wissen würde, dass man stirbt? Warum sollte man morgens aufstehen? Warum sollte man neue Menschen kennenlernen, neue Erfahrungen machen? Warum sollte man seine Eltern besuchen? Warum sollte man die Liebe suchen, wenn man doch weiß, dass es immer noch genug Zeit gibt? Und das ist für mich irgendwo die Definition des Todes. Und ich glaube, es ist wichtig, zumindest für mein Wesen, das zu wissen, das zu begreifen. Denn ohne Tod gibt es für mich irgendwo auch kein Leben, so hart das dann auch klingt. Vor einer kurzen Zeit noch viel häufiger, weil ich eine andere Beziehung zur Zeit hatte und auch das Gefühl hatte, dass Zeit mir wegrennt. Und ich irgendwann beschlossen habe, mir das jeden Morgen zu sagen, du wirst sterben. Und dann gemerkt habe, dass dieser Schockmoment etwas in mir ausgelöst hat, etwas sehr Produktives, etwas sehr Lebensfrohes. Und ich glaube, hier und da verfällt man dann in so einen klassischen menschlichen Reflex und versucht nicht darüber nachzudenken oder sich auch nicht zu sagen, dass man sterben möchte. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Frage, finde ich eigentlich, warum Menschen nicht so gerne über den Tod reden oder sich dessen bewusst machen, dass sie sterben werden. Für mich ist es dann wirklich so, wenn ich mir das sage und mir bewusst werde, dass ich eine Motivation erlange, das Beste aus meinem Leben zu machen. Ja, also vor allen Dingen gesellschaftlich die Frage, was passiert nach dem Tod und vor allen Dingen auch, wie mit dem Tod umgegangen worden ist in Sachen Religion. Früher das ist ja irgendwo auch ein interessanter Punkt, um Menschen zu verstehen, wie sie mit dem Tod umgehen. Wenn man nicht weiß, was passiert, ähnlich wie man nicht weiß, was ist außerhalb unserer Welt, dann sucht man nach Begründungen und die wurden ja in der Religion gefunden. Und es ist nach wie vor so, dass die Menschen, finde ich, einen falschen Bezug dazu nehmen mit der Flucht in die Religion und sagen, es ist irgendwie erklärbar. Ich verstehe, dass es total menschlich ist und aus einer Angst stammt und einer Unwissenheit, dass man eine gewisse Form von Sehnsucht auch hat und versucht, die Angst irgendwie zu killen. Und diese Definition auch mit Afterlife und es kommt schon irgendetwas im Jenseits, halte ich irgendwie für falsch, weil man es nicht weiß. Also es gibt ja keinen direkten Beleg dafür, dass es das gibt. Und dass sich die Menschen darauf dann stürzen und sagen, hey, ich sterbe, das ist für mich schlecht, das ist vor allen Dingen für die Menschen, die um mich herum sind, schlecht. Aber es gibt ja ein Leben danach. Führt vielleicht dann auch dazu, dass man das, was man an Zeit hat, nicht bestmöglich nutzt. Ich muss da so ein bisschen unterscheiden, weil ich aus einer Familie komme, die das sehr, sehr proaktiv genutzt hat. Und ich bin anders informiert, ich bin anders aufgewachsen. Ich habe ein anderes Verständnis für Dinge. Zeitgleich verstehe ich total, dass man
einerseits die Gemeinschaft sucht in Religion und das Gefühl hat, ich kann meine Ängste damit unterdrücken. Und die Ängste finden für mich da nicht statt, wenn ich Antworten kriege, die vielleicht wissenschaftlich nicht fundiert sind, aber die durch eine Gemeinschaft irgendwo geäußert werden. Am Beispiel meiner Oma zum Beispiel, die wahnsinnig viel Angst vor dem Tod hatte. Und für mich war das mit meiner Denke und mit meinem Wissensstand nicht erklärbar. Und sie hat sich im Alter mehr und mehr und verstärkter noch nach meinem Gefühl an Gott und Religion gehaftet. Und ich will darüber gar nicht urteilen, weil ich an diesem Punkt noch nicht bin. Und was irgendwann mal in 40 Jahren ist bei mir und ob ich vielleicht einen ähnlichen Reflex habe und nach Antworten suche und versuche, die Angst, wissentlich, dass meine Zeit zu Ende geht, irgendwie zu betäuben, kann mir auch passieren. Aber ja, ich finde, man darf es nicht nur in Ausreden, und das Religion ist für mich dann vielleicht manchmal eine Ausrede, ertränken, sondern man muss vielleicht, und das ist eine sehr, sehr große Aufforderung, man muss sich mit dem Thema einfach faktisch auseinandersetzen, dass es dann irgendwann vorbei ist. Ich finde, es gibt ja immer eine Gemeinsamkeit bei der Sache Tod, also von den Dingen, die ich kenne und weiß, außerhalb der westlichen Zivilisation, dass es ja immer mit einem Ritual verbunden ist. Und das ist schon interessant, auch wenn man weiß, dass Religion und Gesellschaften unabhängig voneinander entstanden sind. Und diese Rituale, diese Bräuche irgendwo immer das gleiche Ergebnis haben, dass man jemanden in eine andere Welt verabschiedet. Und das ist irgendwo spannend, weil das Ergebnis genau das gleiche ist. Und das erklärt dann vielleicht auch so ein bisschen, warum der Mensch sich irgendwie versucht, das zu erklären und durch so einen Brauch und so eine Verabschiedung den Tod auch irgendwie zu zelebrieren. Ja, tatsächlich habe ich solche Erfahrungen gemacht, klassische Geschichten wie beinahe Flugzeugabsturz, das Gefühl der allseits bekannten Todesangst, ein Autounfall, bei dem ich nicht angeschnallt war und vorne rüber geflogen bin, ohne mich irgendwie zu verletzen. Ich bin mal bei einer vereisten Straße mit meinem Fahrrad unter einem LKW gelandet. Das war alles hauchdünn. Das ist schon, ich denke da auch viel drüber nach und sage gerne mal aus Spaß, so wie eine Katze. 9 Leben? Ich glaube, 9 Leben sind es. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich aufgrund dieser Erfahrung eine andere Beziehung dazu habe und vielleicht triggert das noch mehr mein Bild vom Tod. Gar nicht so sehr im Carpe Diem-Slang, sondern eher wirklich nach den Momenten in meinem Leben zu suchen, die mein Leben ausmachen. Es kann schon sein, dass es einfach unterbewusst in mir steckt und ich deswegen auch progressiver mit dem Thema umgehe. Nein. Und ich glaube, da gehöre ich zu den wenigen Menschen auf diesem Planeten, weil ich so eine gute Beziehung eigentlich zum Tod habe, so wie ich mir diese Definition geschaffen habe, dass der Tod Teil des Lebens ist und ohne den Tod hätte ich kein besonders gutes Leben und ich hätte keinen Grund, gewisse Dinge zu tun, Menschen zu lieben, Erfahrungen zu machen, zu reisen. Das ist ja alles, auch wenn man es nicht ausspricht, weil es so negativ behaftet ist ja alles motiviert durch den Tod. Wir würden das ja alles nicht tun, wenn wir wissen würden, wir haben unendlich viel Zeit. Und das wird ja jedem Menschen genauso gehen. Deshalb habe ich da eine sehr, sehr gute Beziehung dazu. Das Einzige, was vielleicht an Angst vorhanden ist, ist natürlich, was passiert, wenn ich weg bin mit Familie, was passiert mit dem, was ich hinterlasse, müssen sich Menschen kümmern. Und ich ziele schon darauf ab, möglichst alles vorher geklärt zu haben.
Ja, und das ist dann das Einzige, was an Angst mitschwingt, dieses kleine Fünkchen, dass ich nicht weiß, wie es den Menschen geht, die nah bei mir waren, Familie, Freunde. Und das ist dann tatsächlich für mich die einzige Angst. Der Akt des Sterbens für mich so gar nicht. Ich glaube auch, so wie ich lebe, so wie ich versuche, mein Leben zu bestreiten, wie ich zu anderen Menschen sein möchte, wird irgendwann mal dazu führen, dass ich glücklich sterben werde und auf etwas gucke, worauf ich als Mensch stolz bin. Ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass nichts passiert. Also all das, was irgendwie aus der Gesellschaft kommt, des Jenseits oder auch in Filmen dargestellt wird, dient ja eigentlich nur dazu, Menschen zu beruhigen, dass der Tod etwas ganz Normales ist, was ja auch stimmt. Aber ich glaube, also sich ein Bild davon zu machen, dass auf einmal alles hell wird und man die Menschen trifft, die man im Leben verloren hat, daran glaube ich nicht. Ich finde es einen sehr schönen und romantischen Gedanken, wenn beispielsweise ein altes Ehepaar sich verabschiedet, weil klar ist, eine Person stirbt jetzt und das Ganze beendet wird mit dem Satz, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube daran nicht, vielleicht weil ich da nicht romantisch genug bin, aber ich verstehe, warum Menschen das brauchen, auch um ihre Trauer irgendwo zu verarbeiten. Ja, tatsächlich ja. In einer Selbstfindungsphase, in einer depressiven Episode ist es tatsächlich mal passiert. Es war ein kurzzeitiger Gedanke, vor allem zu flüchten und zu sagen, es wäre einfacher, jetzt diesen Schritt zu gehen, beziehungsweise nicht mehr da zu sein, um diese Probleme nicht bewältigen zu müssen. Und ich glaube, so geht es ja vielen, die akute Selbstmordgedanken haben. Bei mir waren sie nicht so akut, sondern es war tatsächlich ein flüchtiger Gedanke. Was wäre, wenn es jetzt anders wäre und ich nicht hier wäre, dann müsste ich mich nicht damit auseinandersetzen. Gott sei Dank war das nie etwas Fixes, was in meinen Gedanken geblieben ist, sondern ganz im Gegenteil. Die Auseinandersetzung mit genau diesem Gedanken hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich eine viel bessere Beziehung zum Leben habe, glaube ich. Ja, kommt drauf an. Ich hab den Sinn dahinter nie verstanden. Also vielleicht will man damit irgendwie vorbeugen, dass diejenige Person sich nicht verteidigen kann, was ja irgendwie fair ist. Aber es gibt ja durchaus Menschen, die es verdient haben, selbst nach dem Tod weniger Zuspruch zu erhalten und auch kritisiert zu werden. You name it. Von daher halte ich davon nicht besonders viel. Ich verstehe aber, warum es diesen Leitsatz gibt, dass in dem Sinne es nicht möglich ist, für die betreffende Person sich zu verteidigen. Ja, tatsächlich. Vielleicht auch aus meinem Lebensstil und wie ich mit Menschen umgehe. Und ist ein ganz großer Punkt, dass ich vielleicht nicht so nahbar bin und hoffe, dass viele Menschen das dann vielleicht den wirklichen Kern meines Tun und Handelns und meiner Persönlichkeit sehen. Und es gibt diese romantische Vorstellung, dass halt wahnsinnig viele Leute da sind, weil sie es dann irgendwann verstanden haben. Das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen erhaben. Ich möchte auf jeden Fall eine Beisetzung. Ich weiß, dass man das nicht verlangen kann, vor allen Dingen von einer Familie, die sehr fröhlich aufgebaut ist, die das Leben zelebriert und nicht den Tod. Ich möchte, dass niemand schwarz gekleidet da hinkommt. Ich möchte auch nicht, dass Trauermusik gespielt wird, sondern dass die Musik, die ich gerne gehört habe, die mir viel bedeutet hat, gespielt wird. Und ja, es soll letztendlich dann ein Fest des Lebens sein. Ich weiß, dass es sehr, sehr viel verlangt, weil in der Trauer Freude zu empfinden eine unmögliche Anfrage ist. Und ich habe es selbst ja nicht in der Hand. Aber ich würde es mir wünschen, dass es
keine Trauerfeier ist. Anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, wie meine Definition vom Leben aussieht, dass der Tod ein enorm wichtiger Motivationsfaktor ist, um zu leben, würde ich sagen, ein Song übers Leben, weil es ja auch irgendwo den Tod bedingt, ob nun gewollt oder ungewollt. Ja, absolut. Und das ist ja auch eine Sache, die sich mehr und mehr etabliert. Ich stelle mir manchmal die Frage, oder habe auch mir diese Frage gestellt, als ich meine eigene Patientenverfügung meinen Eltern übergeben habe, wie ich denn erwarten kann, beispielsweise, wenn ich hirntot bin oder wenn ich körperlich eingeschränkt bin und nicht das leben kann, welches ich leben möchte und in der Folge eventuell depressiv werde oder unglücklich und eine Last für andere Menschen bin. Wie könnte ich das verlangen, dass Menschen sich um mich kümmern? Ich verstehe, woher das kommt. Es ist ja eigentlich ein sehr christlich besetzter Gedanke, dass man sich selbst nicht töten darf. Es ist in unserer Gesellschaft verankert, dass man diesen Wunsch nicht haben darf. Thema, dann kommst du in die Hölle. Das eigene Leben zu beenden geht nicht. Ich finde, es muss die Entscheidung eines Individuums sein und keine medizinische und keine rechtliche Entscheidung, sondern so wie das über das Leben entschieden wird, muss auch über den Tod entschieden werden. Wenn ein Mensch, egal welche Gründe, es muss ja auch nicht nur medizinisch bedingt sein, es kann auch psychisch bedingt sein, sagt, ich möchte dieses Leben nicht mehr führen, dann soll es bitte dem Menschen freistehen, diese Entscheidung zu treffen. Dunkelheit. Dunkelheit. Nichts mehr zu sehen, außer Dunkelheit. Umarme den Tod. Sei dir bewusst, dass es genauso ein Teil des Lebens ist, wie alles andere auch. Und dass es irgendwann mal so weit kommt. Wenn man sich dem Tod bewusst ist und dass die Zeit begrenzt ist, lebt man besser. Und tut auch vielleicht Dinge aus den richtigen Intentionen. Weil man weiß, dass es dann irgendwann zu Ende ist. Und leider ist es ja auch so, dass man redet ja immer von dem Tod in plus 30, 40 Jahren, beispielsweise in meinem Fall. Es kann ja auch morgen soweit sein. Und zu jedem Zeitpunkt das Beste aus seinem Leben zu machen, das Beste aus sich zu schöpfen, zu anderen Menschen gut und gütig zu sein, ist dann die Essenz des Lebens und damit letztendlich auch ausschlaggebend, wie man sterben möchte. Weil ich für meinen Teil die Vorstellung unerträglich finde, mit 80 im Krankenbett zu liegen, wissentlich, dass ich todkrank bin und das Gefühl habe, ich bereue irgendetwas. Oder ich habe etwas aus den falschen Gründen nicht getan. Und ich glaube, wenn man den Tod umarmt und auch als Freund sieht und es auch versteht und sich nicht aus den falschen Gründen davon abwendet, dann führt man ein gutes Leben und trifft die richtigen Entscheidungen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere Menschen. Ich für meinen Teil behaupte, nein. Auch wenn ich damit einen großen Fehler begehe und das Leid der Menschen, beispielsweise ein Massenmörder, wird zum Tode verurteilt, dann ist die Empfindung für Gerechtigkeit der betroffenen Familien eine andere als die von Außenstehenden, die immer sehr exklusiv ist und sehr aus einer korrekten Moral bedacht, aber sie ignoriert die Gefühle der Menschen, die direkt betroffen sind, die verletzt worden sind, denen etwas genommen worden ist. Aber trotzdem glaube ich, dass es ein falscher Ansatz ist zu sagen,
jemand hat jemanden geschadet, im härtesten Sinne jemanden umgebracht, heimtückisch, bewusst, und bekommt die gleiche Strafe. Ich finde das viel zu komplex, weil einerseits die Fehlerquote beispielsweise in den USA ist viel zu groß. Was passiert, wenn man jemanden zum Tode verurteilt, der unschuldig ist? Wer haftet dafür? Wer übernimmt die Verantwortung? Und dann vielleicht noch ein bisschen tiefer gedacht, wer sind wir zu verstehen, obwohl es ein furchtbarer Akt ist, beispielsweise jemanden umzubringen, warum dieser Mensch das getan hat und ob er denn wissentlich in der Lage ist, zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Klar, es gibt Gutachten dafür, aber ich glaube, all das ist subjektiv besetzt. Und von daher glaube ich, dass die Todesstrafe ungerecht ist im Zweifel. Ja. Nicht bis zum letzten Atemzug, aber im Fall meiner Oma war es tatsächlich so, dass ich den Prozess des Sterbens erlebt habe, dass das Bewusstsein und die Art und Weise, wie ich ihr das letzte Mal gegenüber trat. Und das ist fast schon kitschig. Ich werde jetzt nicht sagen, was sie mir gesagt hat, aber es war wesentlich als Verabschiedung und etwas, was ich vielleicht unterbewusst immer hören wollte von dieser Person. Und da ist mir klar geworden, das hält nicht mehr lange und am Folgetag war sie, glaube ich, tot. Ich fand es so interessant, weil Menschen ja immer dazu neigen, das nicht in den Mund zu nehmen. Ich sterbe. So diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, was auch immer bei uns in der Gesellschaft passiert ist. Für mich war es halt, Schock. Und dann passiert ein Prozess, den man im Alltag so nicht hat. Man fängt an, auf einmal runterzuzählen, wie viele Jahre habe ich statistisch noch. Und dann wird einem schnell klar, oh Gott, ich bin in einem Alter, wo ich vielleicht schon die Hälfte verwirkt habe. Und dann denkt man darüber nach, das waren vielleicht die besten Jahre aus sportlicher Sicht, aus gesundheitlicher Sicht. Und jetzt fängt es vielleicht an, anders zu werden. Nichtsdestotrotz war es dann für mich immer so ein Gefühl von, oder wenn ich mir das sage, alles klar, jetzt erst recht. Und das ist, ich finde es schade, dass viele Menschen dieses Gefühl nicht haben und für sich entdecken, weil sie dann in den Tag hineinleben und das, was ich vorhin meinte, irgendwann mal im Krankenbett irgendetwas zu bereuen, das ist eine größere Angst für mich als die Auseinandersetzung mit dem Tod. Nicht mehr da zu sein, weil das werde ich nicht ändern können. Das ist in Stein gemeißelt. Ich werde irgendwann sterben. So. Von daher ist es vielleicht ähnlich wie dieser theologischer, religiöser Ansatz, ich erkläre mir eine Sache, habe ich mir die Sache erklärt. Und das gibt mir eine innere Ruhe und Zufriedenheit, dass ich keine Angst davor habe. Bei Kindern ist es natürlich schwierig, weil das Wesen ja auch noch nicht so ausgebildet ist, das in Tiefe zu verstehen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es genau das revidiert, was ich vorhin gesagt habe. Zu meinen eigenen Kindern würde ich sagen, es ist der Anfang vom Ende. Es kommt was danach, um die Angst zu nehmen. Ich will meine Kinder ja nicht verunsichern und sagen so, ja, dann gehst du hops und dann war's das. Papa und Mama gehen im Übrigen vorher. So, sei dir dessen bewusst, sondern ich würde denen auch eine Märchengeschichte erzählen, ohne aktiv lügen zu wollen. Und das ist dann vielleicht spannend, weil vielleicht sind viele Menschen genau aus diesem kindlichen Empfinden nie rausgekommen und haben immer nach dem Sinn des Todes gesucht, den es für mich ja nicht gibt. Aber das erklärt vielleicht genau diese Erklärungsnot,
die vorherrscht bei Menschen, und die Auseinandersetzung mit dem Tod.